Herzlich willkommen zu Level Up Desi. Servus, Mahlzeit. Mein Name ist Sheraz Akhtar. Einige Bekannte und Freunde haben jetzt schon in letzter Zeit ein bisschen den Content verfolgt, den ich erstellt habe, in dem es über Gesundheit geht, über Muskelaufbau, über Ernährung, generell ein besserer Lifestyle und wollte mein Wissen, das ich jetzt so in 25 Jahren, in dem ich in diesem Feld einfach aktiv bin, an euch weitergeben. Das war bisher primär auf indischer Sprache und ja, viele haben es nicht so verstanden, zwischendurch ein paar englische Sätze und deshalb hat man die Motivation in mir ausgelöst, endlich mal ein Video auf Deutsch zu erstellen und ja, wie gesagt, ist für mich eine Premiere heute und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Content. So, und in meinem ersten Video geht es heute, natürlich hat das neue Jahr begonnen, ja, viele haben Leitsätze, Ziele sich festgelegt, die sie verfolgen möchten. Viele haben gesagt, ich möchte mein Leben verändern. Einige sind noch aktiv mit dabei, hoffe ich. Einige sind es vermutlich nicht mehr, was schade ist, aber es ist noch immer nicht zu spät, daran weiterzumachen. Und ich möchte euch heute gerne ein paar wertvolle Tipps geben, wie ihr weiter an euren Zielen dranbleibt und wie eure Ziele erfolgreich umgesetzt werden können. Grundsätzlich ist es ja meistens so, das neue Jahr beginnt. Der eine sagt, boah, ich würde gerne mit dem Rauchen aufhören. Der andere sagt, bin eigentlich mit meinem Job gar nicht so zufrieden. Ich würde mich gerne beruflich weiterentwickeln, umorientieren. Viele sagen, boah, ich möchte mit dem Trinken aufhören. Die Top 3 jedoch ist, dass viele sagen, ich möchte aktiver werden. Ja, das sehe ich auch zu Beginn oftmals im Fitnessstudio, dass viele Leute kommen und sagen, boah, ich möchte mich verändern, ich möchte sportlich aktiver werden. Also haben wir auf dem ersten Platz eigentlich aktiver zu werden. Auf dem zweiten Platz steht, sich gesünder zu ernähren. Und auf dem dritten Platz steht der Gewichtsverlust. Die große Frage ist doch meistens, warum sind die Leute nicht immer so erfolgreich? Denn ich habe eine Statistik gefunden, die genau diese Punkte eben tat. Ist es so, dass 35% einfach die Motivation nach einer ganz, ganz kurzen Zeit verlieren. 19% haben einfach keine Zeit mehr, ja, beschäftigen sich dann eben mit anderen Dingen, ja, das sind Situationen, die ins Leben kommen, die wir nicht immer kontrollieren können, verlieren sich und ihre Ziele aber oftmals dann dabei und ja, der Rest verändert dann einfach seine Ziele, weil das Ziel vielleicht zu hoch gesetzt war oder haben einfach andere Gründe, warum sie es nicht mehr verfolgen. Hier für euch jetzt meine 5 besten Tipps kurz zusammengefasst, damit euer Jahr nicht zu einem Fail wird. Mein erster Tipp: Denk konkret über dein Ziel nach. Wie sehr möchtest du dieses Ziel verwirklichen? Und dementsprechend müssen wir diesem Ziel dann auch unsere Priorität und Energie widmen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich einen Plan dafür zu gestalten. Nehmen wir als Beispiel das Fitnessstudio. Fitter werden. Erstes Ziel, fitter werden. Wie verfolge ich das Ziel? Naja, alleine nur die Anmeldung in einem Fitnessstudio hilft einem nicht. Ja, ist klar, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil man investiert ja Geld rein und muss dann ja gezwungenerweise doch, sind wir alle so ein bisschen wirtschaftlich auch ja,
angehaucht, dass man sagt, wow, okay, dafür habe ich jetzt bezahlt, das muss ich jetzt auch entsprechend nutzen. Ich denke, das ist schon mal ein guter Plan. Dementsprechend sollte man sich aber auch vorher wirklich Gedanken machen, wie oft möchte ich ins Fitnessstudio gehen? Ja? Was möchte ich trainieren? Was ist notwendig zu trainieren, um eben abzunehmen oder entsprechend den Muskelaufbau zu fördern? Ich denke, bevor man sich diese Ziele macht, sollte man sich einen grundlegenden Plan entwickeln, wie werde ich dieses Ziel verfolgen. Einfach nur loslegen ist immer recht einfach, aber das ist genau die Situation, wo wir haben, dass dann 35% oder 19% aus irgendwelchen Gründen dann die Motivation verlieren oder das Ziel nicht mehr zu verfolgen. Also, setzt euch mit eurem Ziel auseinander, überlegt euch, wie sehr möchte ich das erreichen und dann macht euch einen Plan, wie ich diesen verfolge und realisiere und halte daran fest. Ein weiterer Punkt ist der Startpunkt. Es ist immer so fest in uns verankert. Wow, 2025 hat begonnen. Wow, es ist der erste. Genau, ab 0 Uhr geht's dann los. Ja, nee, noch nicht 0 Uhr, weil da trinke ich ja vielleicht noch und rauche noch und erst wenn ich schlafen gehe am nächsten Tag, dann geht's los. Hör bitte auf damit. Ja, du tust dir selber keinen Gefallen. Du bestimmst den richtigen Zeitpunkt. Und das kann der 3. Februar sein, das kann der 17. Dezember sein. Das muss kein besonderes Ereignis sein. Du bestimmst den Zeitpunkt. Ja? Und ich denke, der beste Zeitpunkt ist, wenn du A, körperlich in der Lage bist, das zu tun, ja? Sei es jetzt Sport oder Abnehmen oder sonst was. Ja, es macht keinen Sinn anzufangen, weil der 1. Januar ist, aber ich gerade eine Erkältung habe und der Körper einfach seine Kalorien braucht. Löst dich von dem Gedanken. Und der zweite Punkt ist, du musst im Kopf einfach bereit dafür sein, nicht auf dem Kalender. Und ich denke, das ist so ein Punkt, wo viele Leute vielleicht verkehrt machen, weil es einfach gerade nicht in die Lebenssituation passt. Aber ja, es ist halt der erste und da muss man beginnen. Ein weiterer Punkt ist dein Umfeld. Ja? Umgib dich mit Menschen, die dich bei deinem Vorhaben unterstützen. Triff Leute, die das Gleiche vielleicht schon mal durchgemacht haben. Ja, wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der schon 30 Kilo abgenommen hat, du kennst ihn gut, triff dich mit ihm, tausch dich mit ihm aus. Wenn du aufhören möchtest zu trinken, dann treff dich nicht mit Leuten, wo du weißt, die trinken jeden Tag, weil das würde dich nur dazu verleiten, es vielleicht auch wieder zu tun und du wirst es bereuen. Du musst dich mit Menschen umgeben, die dich weiterentwickeln, weil nur dann hast du die Möglichkeit, im Leben besser zu werden. Also, distanziere dich bitte von Leuten, die dir nicht gut tun. Letzter wichtiger Punkt ist, werde nicht emotional. Es hilft dir nicht. Du musst lernen, die Wege, die du beginnst, auch zu Ende zu gehen. Dein Durchhaltevermögen ist essentiell in jeglicher Situation deines Lebens, sei es im Sport, sei es im Job oder wo auch immer. Lerne die Wege zu Ende zu gehen. Auch wenn es manchmal keinen Spaß macht. Manchmal muss man einfach durch. Und wir sind keine Supermenschen, okay? Wir machen Fehler, ja. Wir können nicht jeden Tag 100% clean essen. Irgendwann haben wir vielleicht mal Bock auf ein Eis, ja. Oder ein Raucher hat doch mal plötzlich eine geraucht, ja. Da geht die Welt nicht unter, okay? Viele sagen, boah, aber jetzt habe ich angefangen zu rauchen, jetzt ist alles schon vorbei, jetzt lohnt sich auch gar nicht mehr weiterzumachen. Löst dich bitte von dem Gedanken, okay? Man kann hinfallen, dann steht man wieder auf und es geht weiter. Und wenn du einen Tag nicht im Kaloriendefizit warst, ja, dann ist das auch kein Problem. Du bist immer noch in der Lage, am nächsten Tag weiter abzunehmen. Oder du warst eine Woche nicht im Training, dann heißt es bitte nicht, dass du auch die zweite Woche nicht mehr gehen kannst, ja, sondern dann warst du halt eine Woche nicht im Training. Das passiert. Und dann gehst du aber bitte die zweite Woche wieder ins Training. Und wenn du 2 Wochen nicht warst, dann gehst du halt die dritte ins Training. Aber verlier nicht den Faden für das Ganze. Ich hoffe, da waren wertvolle Tipps für dich dabei.
wenn du bereits kapituliert hast, kann ich dir jetzt nur empfehlen, sofort wieder anzufangen und weiterzumachen. Ja? Setze das nochmal so um mit diesen Ratschlägen und Tipps und dann denke ich, dass du 2025 erfolgreich mit deinen Vorhaben gestalten wirst. Ich danke äh, für die Aufmerksamkeit. Hat mich wahnsinnig gefreut, endlich mal auf meiner Muttersprache einen Content abzudrehen. Ja, man merkt es auch vom Reden, es ist deutlich flüssiger, ja, weil man nicht so viel über jedes einzelne Wort nachdenken muss und im Kopf noch schnell übersetzen muss. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, und du findest auch den Beitrag wertvoll, teile ihn gerne mit deinen Freunden, lass mir gerne ein Like da. Das signalisiert mir, dass euch der Content gefällt und motiviert mich mehr, von deutschem Content zu erstellen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Maßnahmen und ja, bleib gesund. Alles Gute. Ciao.